Mit der globalen Erwärmung steigen auch die Temperaturen in unseren Städten. Gebäude und versiegelte Flächen erhöhen zusätzlich die Temperatur in der Stadt. Um die negativen Folgen der Überhitzung für Gesundheit, Infrastruktur und Umwelt zu minimieren, ist eine klimaangepasste Stadt- und Regionalplanung notwendig. Gebäudebegrünung und reflektierende Baumaterialien vermindern die Aufheizung der Gebäude und führen zu niedrigeren Innenraum- und Außentemperaturen. Auch die Luftzufuhr aus dem Umland kann zur Kühlung der Stadt beitragen. Bei sommerlichen Hochdruckwetterlagen erfolgt der Luftaustausch vor allem durch lokale Winde, die durch Temperaturunterschiede angetrieben werden. Städte an der Küste oder an großen Binnenseen profitieren von der Belüftung durch Land-See-Windsysteme. Siedlungsgebiete in Hang- oder Tallagen profitieren vom Luftaustausch durch Talwinde, Bergwinde sowie durch Hangwindsysteme. Aufgabe der Stadt- und Regionalplanung ist es, die Kühlwirkung von Lokalwinden zu erhalten und zu verbessern. Einerseits sind unversiegelte Freiflächen und Wälder mit starker Kaltluftbildung zu schützen. Andererseits ist die Strömung der kühlen Luft in die Stadt von Hindernissen freizuhalten oder durch geeignete Dimensionierung und Orientierung von Bauwerken zu begünstigen. Wenn die Kaltluft auf ihrem Weg keine Luftschadstoffe aufnimmt, wirkt sie zudem positiv auf die Luftqualität in der Stadt. Um in Städten mit Bevölkerungswachstum den Raumbedarf klimagerecht zu gestalten, müssen die Auswirkungen von Bauvorhaben auf die Überwärmung sowie die Belüftungswirkung von Kaltluft berücksichtigt werden. Wird der Raumbedarf durch Bebauung des Umlandes, also durch Außenentwicklung, gedeckt, führt dies zum Verlust von Kaltluftbildungsgebieten. Die lokalen Ausgleichsströme können sich nicht mehr ausbilden. Dadurch erhöht sich die nächtliche Hitzebelastung. Sie dehnt sich in die neuen Vororte aus. Wird alternativ der Raumbedarf durch Nachverdichtung, also durch Innenentwicklung, gedeckt, kann das Eindringen der Kaltluft in die Stadt stark abgeschwächt werden. Dies führt zu einer Erhöhung der nächtlichen Hitzebelastung. Viele stadtplanerische Fragestellungen können mit Hilfe von Computermodellen untersucht werden, bevor über ihre Umsetzung entschieden wird. Die Ergebnisse finden Eingang in die kommunalen Planungssysteme. Stadtplanerinnen und Stadtplaner werden auf schützenswerte Kaltluftströmungen sowie stark überwärmte und schlecht belüftete Stadtquartiere hingewiesen. Der Deutsche Wetterdienst unterstützt die Kommunen bei Fragen zur Belüftung durch lokale Kaltluft und bei den Herausforderungen des Klimawandels. Mehr über unsere Dienstleistungen für die Stadt- und Regionalplanung erfahren Sie unter www.dwd.de.